Warum wohnen wir nicht hier? Ich finde mich schon merkwürdig, oder? Ja. Bei dir oder bei wem? Na, bei mir. Bewirtschaften allein. Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Zuerst mal wollte ich mich bedanken für die doch zahlreichen Kommentare vom ersten und vom zweiten Video und wollte mich auch für die Abonnenten bedanken. Hat mich wirklich riesig gefreut, dass das doch ein bisschen Anklang gefunden hat. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er weiterhin abonniert. Würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn er die Glocke aktiviert. Da hätte ich mega Freude dran. Ihr könnt mir auch gern sagen, was ihr sehen wollt, was ihr mehr sehen wollt, ob ihr von meiner Solaranlage, also die Pumpe im Prinzip, die solarbetriebenen Pumpe, oder aber auch von dem Wassersystem, was wir hier aufgebaut haben. Wenn ihr da mehr sehen wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich habe da schon ein paar Ideen. Ich habe auch eine Idee, ob ich mal aufs Land von der Schwägerin mit euch gehen soll. Wenn da Interesse besteht, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare und dann werde ich da sicherlich auch ein Video drüber machen. Meine Schwägerin hat eben eine riesige Dattelplantage noch. Falls ihr das sehen wollt oder wenn ihr von der anderen Schwägerin mal ihr Haus sehen wollt, also den Außenbereich, den ich dort pflege, dann lasst es mich einfach wissen. Ich würde mich freuen über zahlreiche Kommentare und ja, ich würde da auf jeden Fall Videos drüber machen, wenn ihr das sehen wollt. Dann wollte ich noch kurz drauf eingehen. Es gab ja vom ersten Video gab es ja 2 Kommentare bezüglich dem Baumastradius, weil ich ja die Bäume, die 5, die wir da gepflanzt haben, sage ich mal, waren 2 Kommentare dabei, dass es eventuell zu wenig Abstand sein könnte. Ich habe es jetzt nochmal nachgemessen, also es sind nicht 3 Meter geworden, ich habe großzügige Schritte gemacht, es sind 4 Meter Abstand geworden. Nichtsdestotrotz, das macht sicherlich in euren Augen nicht viel aus, aber ich wollte da kurz drauf eingehen. Ja, erstens mal sind es keine Früchte, das sind die Fire Trees, die rot blühenden Bäume. Und ich hatte da eben anfangs mit der Schwägerin auch drüber gesprochen gehabt. Die sagte zu mir, pflanze einfach im Abstand von 3-4 Metern. Das sieht dann schön aus, wenn es in einer Reihe schön 4 rote Bäume hat. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Ich bin kein Profi, ich gebe es zu. Ihr wisst ja, ich komme nicht aus der Gartenbranche. Habe mir jetzt aber doch mittlerweile hier ein paar Fähigkeiten angeeignet. Und ja, ich sage immer, ein Versuch ist wert und aus Fehlern lernt man. Also wenn es nichts wird, dann weiß ich das in Zukunft. Aber jetzt lasse ich mal die Bäume wachsen und schau mal, was draus wird. Ich wollte einfach mich trotzdem bedanken, auch für die, sage ich mal, kritischen Kommentare. Ihr dürft mir da gerne auch Kritik in die Kommentare schreiben, das ist gar kein Problem. Wie gesagt, ich bin kein Profi und ich muss mich hier an die Pflanzenwelt auch erst noch richtig gewöhnen. Und eben, ich versuche es einfach, mache das Beste draus und hoffe einfach, dass das wächst. Und bisher hatte ich da wenig Misserfolge und von daher ja, lasse ich mich überraschen, was aus den 4 bzw. 5 Bäumen wird. Und werde euch da auch sicherlich hin und wieder mal ein Update schicken, wenn das gewünscht ist. Und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Freude mit dem nächsten Video, mit der Folge 3 und warte auf eure Kommentare und würde mir einfach wünschen, dass ihr mir einfach mitteilt, was ihr noch so sehen wollt hier. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bis dann. Das Land hier hat insgesamt 2 Wasserpumpen, also 2 Tiefbrunnen. Es wird beides über Solarstrom gespeist. Das eine ist eine Tiefbrunnenpumpe, die meine Kokosnüsse und sonst auch andere Bäume noch versorgt mit Wasser. Die Pumpe, wo die Kokosnussbäume speist, die ist im hinteren Teil des Landes untergebracht. Die Pumpe ist dort drüben.
Die Solaranlage dafür ist hier. Und dann wird das Ganze über Wasserleitungen und Absperrhähne speise ich das Land. Und habe ich euch ja gesagt, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann werde ich euch dazu noch was erzählen. Die Pumpe, die im vorderen Bereich vom Grundstück ist, die ist für das Haus zuständig. Die Pumpe versorgt quasi das Haus, versorgt auch noch oder speist noch andere Wasserleitungen, die wir anfangs zur Bewässerung der Bäume auch noch teilweise benutzt haben. Das zieht sich eigentlich auch quer übers Grundstück, aber jetzt mittlerweile ist die vordere Pumpe im vorderen Bereich nur noch zuständig, um das Haus mit Wasser zu versorgen. So, noch was zu meiner Person, dass ihr auch mal wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist René. Ich bin geboren in Berlin, bin größtenteils aufgewachsen im Schwabenland, in Baden-Württemberg, im Kreis Sigmaringen. Bin dort aufgewachsen, habe dort meine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker gemacht, bin dann in die Schweiz gezogen, aufgrund der Liebe, habe mich in eine Thailänderin verliebt. Mittlerweile habe ich dort meine Zeit in der Schweiz auch abgebrochen, habe dort das waren auch 6 Jahre rund gelebt, bin dann eben hierher nach Thailand ausgewandert. Meine Frau ist noch in der Schweiz geblieben, ich bin quasi vorgegangen und kümmere mich jetzt eben um die Ländereien hier und habe da wirklich Freude dran. Ich selbst bin 48 Jahre jung und habe wirklich Spaß daran, noch hier arbeiten zu können. Deswegen habe ich auch ein bisschen früher wie manch anderer hier die Zelte in Europa abgebrochen, um hier einfach noch ein bisschen aktiv sein zu können. Habe da wirklich, wie gesagt, Freude dran. Das Land hier, wo wir jetzt sind, habt ihr ja gehört, das hat 2,88 Hektar. Darum kümmere ich mich, schneide Unkraut, versorge meine Tiere. Ich habe eben Schweine und Hühner, habe Fische. Und deswegen hoffe ich, dass ihr daran Interesse habt. Und bin froh, wenn ihr mir da einfach immer mal wieder einen Kommentar hinterlasst, wo ihr mir einfach mitteilt, was ihr sehen wollt. Weil zeigen kann ich euch viel. Also das Material würde hier nicht ausgehen, aber ich möchte euch natürlich auch das zeigen, was ihr gern sehen wollt. Genau. Wenn sonst noch weitere Fragen auch zu meiner Person sind, könnt ihr mir das gerne auch mitteilen. Da werde ich euch Rede und Antwort stehen. In diesem Sinne. In ganzer Pracht sehen kann. Echt schön hier. Warum wohnen wir nicht hier? Aber das ist so ein bisschen so ein kleines dein Häuschen, wo du hier abends auch noch mal sitzt, wenn du die Tiere versorgt hast. Ja. Genau. Und ich finde, es sieht eigentlich aus wie ein geiles Ferienhaus. Also ich würde hier gerne mal Ferien machen. Es ist wunderschön, das Haus. Ja. Also ist ja gebaut worden auch von meiner Frau. Und da hat sie sich mal wieder richtig verwirklicht. Ja. Hat sie sich mal wieder selbst übertroffen. Ich hoffe, ja, weil du machst ja jetzt auch ordentlich Videos, wie wir sehen. Ich hoffe, dass du deinen Zuschauern auf jeden Fall auch mal zeigst, das komplette Ding. Ne? Ja. Wir müssen jetzt aber die Tiere füttern. Ne? Genau, ja. Also würde ich mal sagen, die haben Hunger. Genau. Auf zu den Schweinchen und zu den Chicken. Genau. Ja, so machen wir das. Warte.
Oh, warte mal, das ist ja... Oh, Oh, oh. alles gut. Du spritzt das so rüber, ne? Warte. Genau. Ja. Die finden mich schon merkwürdig, oder? Also mittlerweile sind sie gar nicht mehr so scheu. Anfangs, da haben die sich sofort in die Ecke verkrochen. Sie sind da jetzt eben, wie alt sind sie? 6 Monate. Ja. Und jetzt mittlerweile, also die sind nicht mehr so scheu. Da ist der Hahn. Eigentlich nicht so passend. Ich weiß, sorry, ihr Kleiner, aber... So. Das ist jetzt die Ausbeute vom Morgen. (16 Eier) und die legen über den Mittag jetzt sicherlich auch noch ein paar Eier mehr. Und jetzt machen wir was noch? Wasser. Ach, Wasser. Genau. Gestern habe ich ja die Löcher gebohrt, mit Dünger vorbereitet. Für Bäume, für Fire Trees. Genau. Das sind so richtig schön rot-orange brennende Bäume quasi. Genau, ja. Und die hast du schon vorbereitet. Das kann man auf deinem Kanal sehen, ne? Wenn man den nämlich noch nicht abonniert hat, dann macht man das jetzt ganz schnell. Dann sollte man es tun, ja. Dann sollte man das ganz schnell tun. Und was wir hier sehen, oder was hier hinter uns ist, hinter der Kamera ist quasi, das ist ein Cashewbaum. Davon hast du mir letztes Jahr schon erzählt. Genau. Und ich war völlig angetan von den Cashewbäumen hier. Ja, er hat doch dieses Jahr jetzt wieder wunderschöne Blüten bekommen. Ja. Und Früchte? Eben noch nicht. Eben noch nicht. Ja. Das wird, also letztes Jahr fing es auch im Februar dann an.
Also das wird wahrscheinlich so Februar, März wird er denn die Früchte haben. Ja. Na dann. Meine Februar, Frau wollte eigentlich, dass ich die Äste da mal wieder ein bisschen beschneide. Ja. Wo ich dann zu ihr gesagt habe, ich warte, bis da die Früchte durch sind. Aha. Weil, ja, wenn ich die Äste jetzt abschneide, dann kann ich zwar wieder schön laufen, sieht wieder schön aus, aber dann zerstöre ich somit auch die ganzen Früchte, die dran hängen. Die ganzen Blüten, genau. Ja. Da würde ich auch mit warten. Und von daher warte ich jetzt, bis die Früchte durch sind, bis er die Früchte alle verloren hat. Und dann werde ich den wieder beschneiden, sodass man hier wieder vernünftig laufen kann. Ja. Und was hast du neben Cashew noch am wichtigsten für Bäume hier? Kokosnussbäume. Kokosnussbäume, weil du Genau. gerne Kokosnüsse ernten möchtest. Weil du weißt, dass du Ja. Besuch hast. Genau, ab weil und ich zu. weiß, dass Robert die gern hat. Ja. Genau. Es gibt bestimmte Leute, die lieben Kokosnuss, ja, und die kommen vielleicht eher zu Besuch, wenn es Kokosnüsse gibt. Ja, also von daher. Also es gibt hier, also ich habe es mal grob gezählt, es sind annähernd knapp über 100 Bäume, ja. Kokosnussbäume. Ja. So, während Robert seine Kamera neu kalibrieren muss, fange ich dann schon mal an. Das sind ja eben die Löcher, die man sieht, die ich gestern vorbereitet habe. Da werden wir jetzt noch mal Wasser hineingeben. Hast du gerade mal ein Foto gemacht von dieser Pflanze hier, ja? Ja. Was das sein könnte. Genau. Tja. Passion Fruit, Wein. Wer es weiß, gerne ab damit in die Kommentare. Ne? Ja. Aber du hast ja schon viel gelernt über Pflanzen hier in Thailand. Somit weißt du weißt schon mal, wie eine Kokosnuss aussieht, Das weiß ich, ja. wie Cashewnüsse aussehen, Ja, ja? weiß ich auch. Ja. Und Datteln. Datteln weiß ich auch. Das sind Datteln hier, oder? Nein, Nein? nein. Was ist das denn? Eine Kokosnuss. Das ist Kokosnuss. Ja. Ach, jetzt verwechsel ich das mit Banane. Ja, Banane sind die mit den großen, natürlich. Das sind die Kokosnüsse. Ach, Robert. Aber Datteln sehen nicht die sehen ähnlich aus, ne? Ähnlich, aber die Blätter sind dann doch anders. Ja. Ja. Ja, ich habe mich schon gewundert, weil vorhin hast du gesagt, du hast so viele Kokosnüsse und dann sehe ich die ganzen Datteln hier. Ja. Habe mich schon gewundert, der kennt sich doch gar nicht aus. Nee, aber René, sehr viele Kokosnüsse hier, ein paar Cashewbäume. Wie viel Quadratmeter, wie viel Hektar habt ihr hier? Also das sind 18 Rai. 18 Rai sind 2,88 Hektar. Wow, das ist eine Größe. Oh, da hast du ordentlich zu tun, wie man sieht, ja. Auch mit dem Wässern, da läufst du aber nicht mit dem Wasserschlauch hier, oder? Nein. Da habe ich schon gesehen, hast du hier so Rohre liegen. Aber auch das ist aufwendig, weil du musst hin und her schalten, glaube ich, ne? Ja, ich muss hin und her schalten, weil es hier auf dem ganzen Elbe sind knapp 3 Hektar und auf dem ganzen Land habe ich nur 2 Wasserlöcher gefunden. Und die Wasserlöcher, die geben viel zu wenig Wasser her. Also Tröpfchenbewässerung wie im Kleingarten kommt nicht in Frage. Ja, es ist ein bisschen mehr wie ein Tropfen Ja. oder kommt. Ja. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt. Ne? Also ich denke mal, René wird euch über die Bewässerung in seinem Film bestimmt auch mal ein bisschen mehr erzählen. Ja, Aber- also wenn es da Interesse gibt, Ja, dann auf jeden Fall Dann- immer in die Kommentare ja. hauen, die Fragen oder auch Tipps. genau, Weil auch für Tipps bist du ja offen, hast du gesagt. genau, Jetzt haben wir die Tiere erstmal gefüttert. Du hast die Löcher für die Bäume weiter vorbereitet. genau. Kann weiter verfolgt werden auf deinem Kanal. Aber ich denke, wir gehen mal nach vorne. Können ja mal gucken, du hast da so ein riesig großes Gewässer, ja, Ja. wo du deine Fische auch drin hast. Genau, ja. Und ein paar Pflanzen. Da gucken wir mal rein, wa? Ja, können wir schauen. Ja. So, jetzt sind wir bei mir immer noch auf dem Land. Jetzt führe ich Robert noch ein bisschen rum hier. Ja, vielleicht hat er noch ein paar Fragen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt hat. Ja. Ich kenne das ja vom letzten Jahr schon. Du hast mir ja schon einiges mal gezeigt. Genau, ja.
Ich habe wieder vergessen, wie groß es ist. Du hast gesagt, irgendwas von 18 Rai. Genau, es sind 18 Rai, es sind 2,88 Hektar. Hm. Und ebenso wie im letzten Video, wie ich euch ja schon gesagt habe, ich mache das hier allein, pflegt es allein, bewirtschaftet es allein. Das ist doch ein bisschen Arbeit. Ist so ähnlich wie bei Robert seinem Kleingarten. Da hast du jetzt einen wunden Punkt getroffen, ne? Ja. Bei dir oder bei wem? Na, bei mir. Bewirtschaften alleine. Ich meine, ich sehe ja, bei dir geht das auch, aber bei dir hat das ja ein bisschen... Wieso? Also so schlimm finde ich deinen Garten jetzt nicht. Ja, aber es ist schon alleine immer ein bisschen... Und dann ja, muss man ja auch dazu sagen, du bist ja dann trotzdem auch berufstätig noch, nebenbei. Ja, naja, gut, Ja. aber das ist ja Hobby, ne? Das Ja. Bei dir ist das ja schon ein bisschen mehr als ein Hobby, würde ich mal sagen, ne? Ja, also es ist schon hauptberuflich, ja. Ja. Muss man schon so sagen, ja. Und eben, dann kommt ja noch das Zuhause, das auch noch dazu, der Garten, Muss gepflegt werden auch. genau, Ne? der auch gepflegt werden muss. Dann pflege ich jetzt seit knapp über einem Monat, pflege ich das Haus meiner Schwägerin noch mit, was 2 Häuser weiter ist. Wo ist die? Die lebt auch in der Schweiz, Ah, genau, das ist die Aria. Und da pflege ich die Außenanlage von ihrem Haus auch noch mit. Und somit habe ich schon genug Arbeit hier. Ja. bist du denn beruflich Gärtner oder Gartenlandschaftspfleger sowas? Nein, ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker. Ja. Das kommt dem Ganzen Ist, ja, hat viel miteinander zu tun. Ja. auf jeden Fall. Wahrscheinlich eher kannst du das da reparieren, Genau. oder? Kannst du mal drauf halten, was Ja. es ist? Das ist meine Oxygenanlage. Was Da- macht die? Die bringt im Prinzip Sauerstoff in meinen See rüber. Ja. Aber da ist jetzt genug drin wegen der Pflanzen, oder warum steht das da außerhalb? Weil ja, da ist die Kette übersprungen, da muss ich eben den Motor noch ein bisschen weiter nach hinten setzen, dass die Kette wieder genug auf Spannung ist. Ja, siehst So. du? Und das könnte jetzt ein Gartenlandschaftsarchitekt nicht. Dafür nicht. brauchst du einen Kfz-Mechaniker. Ja, genau. Deshalb ist das nämlich gar nicht verkehrt so. Ich sage mal, es gäbe sicherlich auch Probleme hier mit der Solaranlage, wo man sich nicht behelfen könnte. Ja. Es gibt sicherlich auch mit dem Wassersystem, wo hier ist, wo andere Leute wahrscheinlich Probleme haben. Da bin ich dann halt durch meinen technischen Beruf dann doch ein bisschen... Technisches Verständnis ist nicht verkehrt. Ja, Lass uns doch mal in die Richtung gehen, da ist nämlich Schatten und da will ich dich auch noch mal was fragen. genau. Was Gehen wir mal weiter. was das ist. Wir waren da letztes Jahr auch und ich habe es schon wieder fast vergessen. Da sind nämlich so Bäume und das sind aber keine Kautschukbäume, sondern das war, was ist das da hinten für eine? Eukalyptusbäume, ja. Ach, das ist für Bonbons. Ja, genau. Ja. Genau. Da lacht er. Wofür ist das gut? Das ist einfach das Nutzholz hier. Aus dem Holz wird weiterverarbeitet. Ah, okay. Also einfach Holz, woraus man dann Stäbchen machen kann. Und hast du Ja. die eingepflanzt hier, oder? Nein, die hat auch meine Frau gepflanzt. Ja. Ah, okay. Genau. Also, sieht man ja hier. Was von denen auch noch von Vorteil ist, zur Regenzeit kommen hier recht viele Pilze. Ich Ja. mag ja Pilze. Ich liebe ja Pilze sogar. Ja, da habe ich dir auch mal ein Bild geschickt Ja. von meiner Ausbeute, die dann doch sehr viel war. Ja. Nein, da freue ich mich auch schon wieder auf die Pilzzeit Wann kommen hier. die? Eben zur Regenzeit, wenn die Regenzeit so richtig wieder beginnt, im sagen wir Juni, Wenn ich, Mai, wenn ich Juni, weg bin, ne? Wenn du wieder Genau, weg bist. typisch. Ja. Also Du wenn solltest ich- halt auch mal zur Regenzeit kommen. Ich sollte einfach bleiben wahrscheinlich, ne? Oder bleiben. Ja. Das sagst du ja Ja. immer, ich soll bleiben. Das Haus da hast du ja schon... Ja, also meine Frau hat es dir angeboten. Ja, ich weiß. Vielen Dank dafür, ja. Ach, mal gucken. Ja. Mal gucken. Ja. Kannst du mir noch was Schönes zeigen hier? Ja, meine Kokosnussbäume, die so schön gewachsen sind. Ja. Oh ja. Die habt ihr auch selbst gepflanzt, ne? Alles selbst gemacht. Genau, die sind alle selbst gepflanzt. Ja. Klasse. Das sind ehemalige Reisfelder dort, Ja. wo wir bisher auch noch nicht wissen, was wir da genau mitmachen wollen. Meine Frau will da oder hat sich überlegt, Frösche zu halten. Oh, das ist wie schön. So wie wir die auf dem Markt gesehen haben. Die wollte ich doch schon kaufen. Die hätten wir da aussetzen Ja, können. genau. Was will sie mit den Fröschen dann machen? Süße Haustiere, oder? Ja, da musst du sie mal selber fragen, weil, Oh. weil wenn ich sage, meine Fische, die esse ich auch mal, ja, aber nein, die darfst nicht essen, die armen Fische. Aber die Frösche? Die Frösche wird sie wahrscheinlich auch nicht essen. Okay. Ja. Naja,
Kann man ja als Zier oder für die Ja. Einbrecherabschreckung, ich weiß es nicht. Irgendwie, ja. Ja, klasse. Zur Beschallung der Hühner vielleicht. Ja. Oh, dann sind die, genau. Aber die beschallen sich ja selbst ganz gut hier, ne? Doch, das schaffen sie schon. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere das, dass du das hier alleine so durchziehst. Da ist ein bisschen anders als bei mir im Kleingarten, weil da ist ja auch immer so, wenn ich da was verändern will oder so, ne, dann muss ich ja doch auch immer noch, das kann ich ja nicht so einfach machen. Im Kleingarten ist man ja immer auch ziemlich reglementiert. Ja. Hier kannst du ja schon eigentlich walten und schalten, wie du möchtest. Ne? Das ist so, ja. Das ist schon ganz Gut, cool. ich kann hier im Endeffekt alles verändern. Meine Frau hat mir da auch freie Hand gegeben. Sie hat gesagt, mach's einfach schön. Ja. Ja. Und er gibt sich wirklich Mühe, muss man jetzt sagen. Also wirklich, jetzt schöne Grüße in die Schweiz, er gibt sich wirklich Mühe. Ja. Vielen Dank. Ja, also Also es ist oft nicht einfach, allein hier alles zu machen. Weil es gibt dann doch auch manche Arbeiten, die man zu zweit tun sollte. Dann gibt es natürlich auch Sachen, wo ich die Priorität manchmal anders sehe wie meine Frau. Jetzt zum Beispiel, klar, wenn meine Frau hier manche Sachen sieht, wird sie wieder sagen, ja, könnte schon mal wieder Unkraut schneiden. Ich sehe das nicht ganz so eng mit dem Unkraut, weil jetzt ist es einfach trocken, das wächst einfach nicht so, wie es zur Regenzeit wächst. Da hat meiner Meinung nach ist die Priorität da an der Bewässerung hier. ja. Und ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Aber wie ist das? Du sagst, du hast ja auch so Anschluss hier an die Familie deiner Frau, die hier lebt, ja, weil das ja die Heimat deiner Frau ganz einfach auch ist. Genau. Ja. Wie ist da mit Hilfe? Ja, die helfen natürlich schon. Also wenn ich energisch genug bin, helfen die natürlich auch sofort. Ja. Aber die sind natürlich auch alle berufstätig, die gehen auch ihrer Arbeit nach, die pflanzen Maniok, die schneiden Kautschuk. Ja. Der Neffe, selbst zu tun. Genau, ja, der Neffe ist viel mit dem Traktor unterwegs. Der Neffe hat selber ein kleines LKW-Unternehmen, wo er hier Erde durch die Gegend fährt. Also die haben selber alle genug zu tun. Und ich störe da auch relativ ungern, muss ich sagen. Okay. Ja, aber wenn ich mal Hilfe brauche, wo ich sage, ich brauche dich jetzt wirklich mal unbedingt, dann kommt er auch. Und das ist ja wichtig, dass man solche Strukturen hat. Ja, und wie läuft es mit den Nachbarn hier? Ja, mit denen habe ich eigentlich sehr wenig Kontakt. Ja. Da merkt man nicht viel bei so einem großen Grundstück. Ja. Man kommt da höchstens mal in Kontakt, wenn sie dann wieder anfangen, hier die Reisfelder drumherum abzubrennen. Das Knallen, was wir gestern Abend auch gehört haben. Ne? Ja, das war die Zuckerrohrplantagen, wo sie da abgebrannt haben. Ja. Aber wenn sie hier den Reis abbrennen, also letztes Jahr hat hier unser Land zweimal Feuer gefangen, einmal im vorderen Bereich, einmal im hinteren Bereich. Und das ist dann schon mühsam, wenn man dann auch oft mit Feuerlöschen beschäftigt und vor allem der Schaden, der einfach auch verursacht wird. Ja. Aber da muss man ja ganz ehrlich mal sagen, bei dir ist richtig was los, oder? Ja. Auch wenn du alleine bist, richtig Action. Ja. Ich finde, es würde sich lohnen, den Kanal zu abonnieren. Ja, also wer das noch nicht getan hat, der macht das. Aktiviert die Glocke und natürlich bei jedem Video Daumen nach oben und einen kurzen Kommentar schreiben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da, ich glaube, da freut sich René und ich freue mich dann auch mit. So. Ja. Ja. Also wie gesagt, wenn es Anregungen gibt, was ihr sehen wollt, wenn es irgendwas Spezielles gibt, wo ich näher drauf eingehen soll, eben sei es die Solaranlage, sei es das Wassersystem, wo es hier gibt, oder auch die Pflanzen, Bäume, können wir dann gern drüber sprechen. Ja. Super, klasse. Na dann wollen wir langsam wieder zurück hier? Ja, gehen wir mal zurück, Gehen wir weiter in dem Fall.